Ja, die Börsen fahren gerade Achterbahn, denn die aktuelle US-Haushaltspolitik stellt derzeit die größte Unsicherheit für die Märkte seit Jahren dar. Wie geht es weiter? Welche Auswirkungen werden die jüngsten US-Zollerhöhungen und die mittelfristigen Inflationserwartungen haben? In der ersten Amtszeit Donald Trumps hat die Erhöhung der US-Einfuhrzölle auf Waren aus China, Kanada, Mexiko und der EU globale Handelsströme spürbar beeinflusst. Bilaterale Warenströme zwischen den USA und den betroffenen Ländern gingen deutlich zurück. Insbesondere sanken sowohl US-Importe aus China als auch US-Exporte nach China infolge beidseitiger Strafzölle. Insgesamt kühlte das Welthandelswachstum dadurch erheblich ab. So zeigen Analysen, dass 2019 das globale Handelsvolumen um circa -3% schrumpfte, was primär auf die Handelskonflikte zusammen mit anderen Unsicherheiten zurückgeführt wird. Zwar kam es zu gewissen Handelsumlenkungen, andere Länder sprangen teilweise als alternative Lieferanten ein, doch konnte dies den Gesamtrückgang nur begrenzt ausgleichen. Eine Studie berichtet etwa, dass dritte Länder ihre Exporte in die entstandenen Lücken ausweiten konnten, sodass globale Handelsströme zum Teil umgeleitet statt komplett vernichtet wurden. Dennoch bleibt die Nettowirkung negativer. Die Zollerhöhungen unterbrechen bestehende Lieferketten, schaffen Unsicherheit und belasten so den grenzüberschreitenden Handel im Gesamten. Höhere Produktionskosten und Verbraucherpreise. Durch die aktuellen Zölle steigen sowohl die Kosten importierter Vorleistungen für Produzenten als auch die Endpreise für Konsumenten. Da Einfuhrzölle letztendlich Steuern auf eingekaufte Güter sind, werden sie oft an Abnehmer weitergegeben. Die Billionen an zusätzlichen Zolleinnahmen kommen aus den Taschen der Amerikaner. Konkrete Beispiele verdeutlichen die Größenordnung. Eine Analyse des Council of Foreign Relations schätzt, dass ein 25-prozentiger Zoll auf Importe aus Kanada und Mexiko die Produktionskosten der US-Autohersteller so stark erhöht, dass Neuwagen um bis zu 3.000 US-Dollar teurer werden. Ähnlich führen Zölle auf Agrarimporte dazu, dass Lebensmittel teurer werden. Mexiko liefert über 60% des in den USA konsumierten Gemüses sowie fast die Hälfte des Obstes und der Nüsse. Tatsächlich konnten bereits in früheren Runden entsprechende Preiseffekte beobachtet werden. Nach den US-Zöllen auf Waschmaschinen im Jahr 2018 stiegen die Preise für Waschmaschinen in den USA um 34%. Und sogar Wäschetrockner, die nicht verzollt wurden, verteuerten sich erheblich. Steigende Importkosten ziehen sich durch zahlreiche Sektoren, da viele in den USA hergestellte Produkte importierte Komponenten enthalten. In Summe bedeutet dies, dass Unternehmen entweder ihre Gewinnmargen reduzieren oder Preissteigerungen an Kunden weitergeben müssen. Beide Optionen beeinträchtigen die Wirtschaft. Entweder sinken Gewinne und Investitionsanreize oder die Kaufkraft der Verbraucher wird geschmälert. Ökonomen warnen entsprechend, dass solche Zölle das Wirtschaftswachstum bremsen und zugleich die Inflation anheizen könnten. Modellrechnungen zeigen beispielsweise, dass jede Erhöhung des durchschnittlichen Zollsatzes um einen Prozentpunkt die Kerninflationsrate der USA um etwa 0,1 Prozentpunkte steigen lässt. Entsprechend verringern höhere Importkosten die Wettbewerbsfähigkeit und können in bestimmten Branchen sogar zur Produktionseinstellung bestimmter Güter führen, wenn die Kosten nicht mehr tragfähig sind.
globale Wachstums- und Wohlfahrtseffekte. Die Handelsstreitigkeiten wirken sich immer auch auf das globale Wachstum aus. Internationale Institutionen beziffern den durch die Zölle verursachten Wohlfahrtsverlust. Laut IWF könnte der Handelskrieg der weltweiten Wirtschaft bis 2020 etwa 700 Milliarden US-Dollar gekostet haben, rund 0,8% des globalen BIP. Der IWF betont: In einem Handelskrieg gibt es nur Verlierer. Die Zölle und die daraus resultierende Unsicherheit haben Investitionen weltweit gebremst und insbesondere exportorientierte Volkswirtschaften belastet. 2019 sank das globale Wirtschaftswachstum auf 3%, den niedrigsten Wert seit der Finanzkrise, was teilweise auf gestiegene Handelsbarrieren zurückgeführt wurde. Angesichts unsicherer Handelsbedingungen verschieben Unternehmen Investitionspläne. Immer wenn große Volkswirtschaften in einen Zollkonflikt treten, wird das Vertrauen der Finanzmärkte erschüttert. So führte die Ankündigung neuer Zölle in der Vergangenheit oft zu Börsenturbulenzen und einer Flucht in sichere Häfen an den Devisenmärkten, da Investoren konjunkturelle Schäden befürchten. Reaktionen und Gegenmaßnahmen der Handelspartner. Während der ersten Amtszeit Donald Trumps haben die betroffenen Länder mit eigenen Maßnahmen auf die US-Zollerhöhung reagiert, meist durch Vergeltungszölle auf US-Exporte. China. Peking konterte die US-Zölle im gleichen Maße. Beispielsweise wurden amerikanische Agrarprodukte und Lebensmittel mit Strafzöllen von bis zu 15% belegt. Dies traf unter anderem US-Sojabohnen- und Fleischexporte, was die Absatzmärkte amerikanischer Farmer einbrechen ließ. China reduzierte zudem Zölle gegenüber alternativen Handelspartnern, um wichtige Importe, zum Beispiel Technologie, landwirtschaftliche Güter, verstärkt aus anderen Ländern zu beziehen. Die Auswirkungen auf die USA waren so gravierend, dass amerikanische Farmer staatliche Hilfszahlungen in Höhe von 61 Milliarden US-Dollar erhielten, um die Verluste durch Chinas Vergeltungsmaßnahmen zu kompensieren. Ein Betrag, der in etwa der gesamten Zolleinnahme der USA aus den Strafzöllen entspricht. Außerdem ließ China seine Währung phasenweise abwerten, was Exporte aus China verbilligte und einen Teil des US-Zolldrucks ausglich. Kanada. Ottawa reagierte mit eigenen Zöllen auf US-Waren in ähnlicher Höhe. So belegte Kanada zahlreiche US-Produkte mit 10-25% Zusatzzoll im Volumen von rund 16 Milliarden kanadischen Dollar in der ersten Vergeltungsrunde 2018. Am 5. März 2025 kündigte Premierminister Trudeau im Zuge erneuter US-Zölle wiederum 25% Gegenzölle auf US-Güter im Wert von 155 Milliarden Dollar an. Kanada wählte dabei strategisch Produkte aus, um maximalen politischen Druck zu entfalten. Unter den betroffenen US-Exporten waren etwa Stahlprodukte, aber auch Konsumgüter aus wichtigen US-Bundesstaaten. Mexiko. Auch Mexiko verhängte Vergeltungszölle. Bereits 2018 wurden gezielt US-Produkte wie Schweinefleisch, Käse, Äpfel und Whisky mit hohen Zöllen belegt, um amerikanische Agrar- und Lebensmittelproduzenten unter Druck zu setzen. Auf die neuen reagierte Mexiko ebenfalls mit der Ankündigung von Gegenmaßnahmen, deren Details noch in Ausarbeitung sind. Ziel ist es, vor allem solche US-Exporte zu treffen, die mexikanische Importeure leicht durch Waren aus anderen Ländern ersetzen können. Europäische Union. Im Jahr 2018 protestierte die EU entschieden gegen die US-Zölle und erhob sogenannte Rebalancing-Zölle im Wert von 2,8 Milliarden Euro auf US-Produkte. Diese trafen ikonische amerikanische Waren,
Etwa Whisky aus Kentucky, Harley-Davidson-Motorräder, Jeans und Erdnussbutter, um politischen Druck in den Heimatregionen wichtiger US-Entscheidungsträger zu erzeugen. Zudem zog die EU vor die WTO und bekam prinzipiell Recht. Doch praktische Lösungen zogen sich hin. Nachdem die US-Zölle auf Stahl und Aluminium 2021 vorübergehend ausgesetzt wurden, drohen sie nun erneut in Kraft zu treten, woraufhin die EU entschiedene und verhältnismäßige Gegenmaßnahmen angekündigt hat. Auch sie könnte frühere Vergeltungszölle wieder einsetzen und beispielsweise US-Pkw oder andere Produkte mit Abgaben belegen, falls keine diplomatische Einigung erzielt wird. Diese gegenseitigen Handelshemmnisse verstärken sich potenziell zu einem umfassenden Handelskrieg. Die wechselseitigen Zölle verzerren die Wettbewerbsbedingungen und zwingen Unternehmen, ihre Lieferketten neu auszurichten, zum Beispiel Rückverlagerung der Produktion in die USA oder Bezugswechsel zu nicht betroffenen Ländern. Dies geht kurzfristig mit Ineffizienzen einher, etwa höheren Logistikkosten und Investitionsaufwand beim Aufbau neuer Zuliefernetzwerke. Langfristig könnten anhaltende Handelskonflikte sogar zur Fragmentierung der Weltwirtschaft führen, in der Handelsblöcke getrennt voneinander agieren. Schätzungen zufolge könnte eine solche Entkopplung das globale BIP um mehrere Prozentpunkte reduzieren. Schon jetzt zeigt sich, die ersten Zollrunden zwischen den USA, China und ihren Partnern haben das Wachstum beiderseits gedämpft und die realen Einkommen sowohl in den USA als auch in China verringert. Kurz gesagt, ein Handelskrieg kennt fast nur Verlierer. Eine Erkenntnis, die durch die aktuellen Entwicklungen bestätigt wird. Mittelfristige Entwicklung der Inflation in den USA. 1 bis 3 Jahre. Die zusätzlichen Zölle haben einen direkten Effekt auf das Preisniveau in den USA. Importierte Vorprodukte und Konsumgüter werden teurer, was kurzfristig die Inflationsrate erhöht. Schätzungen von Goldman Sachs zufolge würde zum Beispiel eine Erhöhung des durchschnittlichen Zollsatzes um 5 Prozentpunkte die Gewinne der S&P 500 Unternehmen um 1 bis 2% schmälern. Ein Indikator dafür, wie stark höhere Importkosten durchschlagen. Tatsächlich deutet die Erfahrung aus 2018 bis 2019 darauf hin, dass viele chinesische Anbieter ihre Exportpreise ohne Zoll kaum senkten, sodass die US-Importpreise nach Zolleinführung nahezu in vollem Ausmaß des Zollsatzes stiegen. Das bedeutet, die Importzölle wurden größtenteils von amerikanischen Importeuren und Verbrauchern getragen. In der kurzen Frist entsteht also ein inflationärer Impuls. Allerdings wirken Zölle meist als einmaliger Preisschock und weniger als dauerhafte Inflationsquelle. Sobald das neue, höhere Preisniveau erreicht ist, verlangsamt sich der Anstieg wieder, sofern keine weiteren Zollerhöhungen folgen. Nichtsdestotrotz könnten umfangreiche Zollerhöhungen in Kombination mit Produktionsverlagerungen ein stagflationäres Szenario heraufbeschwören, nämlich die unheilvolle Mischung aus gedämpftem Wachstum und gleichzeitiger Preissteigerung. Ökonomen sprechen in diesem Kontext von einem möglichen Stagflationsschock, falls umfangreiche Handelsbarrieren abrupt eingeführt werden. Geldpolitik der Federal Reserve. Die US-Notenbank Fed versucht, solchen Inflationsschüben entgegenzuwirken und die Teuerung mittelfristig nahe ihrem 2%-Ziel zu halten. In den letzten Jahren hat die Fed die Leitzinsen schrittweise erhöht, um Überhitzungstendenzen abzudämpfen. Sollten die Importzölle die Inflation spürbar über den Zielwert treiben, würde die Fed voraussichtlich zu einer strafferen Geldpolitik greifen, zum Beispiel zusätzliche Zinsschritte nach oben, um Zweitrundeneffekte zu begrenzen.
Tatsächlich haben die jüngsten Zollankündigungen bereits Einfluss auf Zinserwartungen. Analysten weisen darauf hin, dass durch den zu erwartenden Preisauftrieb weitere Zinssenkungen der Fed, wie sie zuvor in Aussicht gestellt wurden, unwahrscheinlicher geworden sind. Stattdessen könnten sogar Zinsanhebungen nötig werden, um einen Preisschock einzudämmen. Eine restriktivere Geldpolitik würde über 1 bis 3 Jahre verzögert wirken, tendenziell aber die gesamtwirtschaftliche Nachfrage dämpfen und damit die Inflation wieder auf den gewünschten Pfad zurückführen. Die Federal Reserve selbst geht in ihren Prognosen davon aus, dass die Inflationsrate nach einem leichten Anstieg wieder Richtung 2% konvergiert. Laut der Projektion der FOMC-Mitglieder vom Dezember 2024 wird die persönliche Konsumausgabeninflation bis Ende 2025 etwa 2,5% betragen und danach bis 2026 auf rund 2,1% zurückgehen. Die Kerninflation ohne Energie und Lebensmittel wird ähnlich bei 2,5% in 2025 gesehen und soll bis 2026 auf gut 2,2% sinken. Diese leichte Überschreitung des 2%-Ziels in den kommenden 1 bis 2 Jahren signalisiert, dass die Fed mit etwas anhaltendem Preisdruck rechnet. Unter anderem aufgrund noch nicht komplett gelöster Lieferkettenprobleme und Nachholeffekten der starken Konsumnachfrage wird insgesamt eine allmähliche Rückkehr zur Preisstabilität erwartet. Diese Prognose unterstellt freilich, dass keine neuen massiven Schocks auftreten. Sollte der Handelskonflikt sich ausweiten oder andere Angebotsschocks, zum Beispiel ein Ölpreissprung, hinzukommen, könnten die Inflationsraten länger erhöht bleiben und die Fed müsste entsprechend höher für länger bei den Zinsen bleiben. Lieferketten und Nachfrage. Die Entwicklung der Inflation in den nächsten 1 bis 3 Jahren hängt auch stark von der Entspannung oder Verfestigung von Angebotsschocks ab. Während der Covid-Pandemie kam es zu erheblichen Lieferengpässen, die die Güterpreise steigen ließen. Inzwischen haben sich viele globale Lieferketten teilweise erholt, was den Preisdruck auf zum Beispiel Transporte oder Chips reduziert. Allerdings könnten die Zollpolitik und geopolitische Spannungen neue Engpässe schaffen. Wenn sich Unternehmen entschließen, komplexe internationale Produktionsketten zu verkürzen, kann das kurzfristig kostenintensiv sein und die Preise erhöhen. Mittelfristig können neue Zulieferstrukturen aber auch robustere, effizientere Lieferwege schaffen, welche die Inflation dämpfen. Ebenfalls wichtig ist die Inlandsnachfrage. Die US-Konsumnachfrage ist aktuell robust, gestützt durch einen starken Arbeitsmarkt. Sollte sie in den kommenden Jahren hoch bleiben, könnte dies Unternehmen die Preissetzung erleichtern. Andererseits würde eine Abkühlung der Konjunktur, etwa ausgelöst durch höhere Zinsen oder geringere Fiskalimpulse, die Nachfrage bremsen und preisdämpfend wirken. Prognose. Unter Berücksichtigung all dieser Faktoren erwarten viele Prognostiker für die USA eine moderate Inflationsrate im mittleren einstelligen Bereich in den nächsten Jahren, die sich schrittweise dem 2%-Ziel annähert. Die Federal Reserve wird voraussichtlich einen Balanceakt vollführen müssen, um die Inflation einzudämmen, ohne die Wirtschaft abzuwürgen. Ihre Zinspolitik wird daher aufmerksam auf die Daten reagieren. Sollte der Handelsstreit anhalten, bleibt ein gewisses Aufwärtsrisiko für die Preise bestehen, da Importkosten hoch bleiben. Allerdings dürfte der größte Preisauftrieb durch Zölle einmalig sein. Jahr für Jahr werden die Zölle keinen zusätzlichen Schub erzeugen, sofern die Sätze nicht weiter steigen.
Insgesamt liegt der Basisausblick für die US-Inflation im mittleren Fenster bei einer allmählichen Entspannung auf etwa 2 bis 3% jährlich, unterstützt von der Straffung der Geldpolitik und einer erwarteten Normalisierung der Lieferketten. Dennoch warnen Institutionen wie der IWF, dass erneute inflatorische Druckwellen nicht auszuschließen sind, falls zum Beispiel weitere Angebotsschocks oder anhaltende Lohnsteigerungen auftreten. Die Handelspolitik spielt dabei eine nicht unerhebliche Rolle. Falls die aktuellen Zölle bestehen bleiben oder sogar ausgedehnt werden, werden sie als preissteigernder Faktor in den kommenden 1 bis 3 Jahren mit einkalkuliert werden müssen. Im Gegenzug könnten Gegenmaßnahmen der Handelspartner wie Währungsanpassungen oder alternative Bezugsquellen einige Effekte mildern. Fazit: Die jüngsten US-Zollerhöhungen haben kurzum bremsende Effekte auf den Welthandel, erhöhen Produktionskosten und Preise und provozieren deutliche Gegenreaktionen der Handelspartner, was die globale Unsicherheit steigert. Für die USA bedeutet dies vorübergehend höheren Inflationsdruck bei gleichzeitig gedämpftem Wachstum. Ein schwieriges Umfeld für die Wirtschaftspolitik. Mittelfristig rechnen Experten aber damit, dass sich die US-Inflation dank entschlossener Fed-Politik und einer schrittweisen Anpassung der Wirtschaft an die neuen Handelsbedingungen wieder in Richtung der Zielmarke bewegen wird. Dennoch bleibt die Situation fragil. Weitere Eskalationen im Handel oder neue Schocks könnten das Erreichte schnell gefährden, sodass Wachsamkeit geboten ist. Insgesamt zeigt sich an diesem Beispiel, wie eng verknüpft Handelspolitik und Preisstabilität in der globalen Wirtschaft sind. Wie gehst du mit der aktuellen Unsicherheit auf dem Kapitalmarkt um? Steigst du aus oder nutzt du den Moment? Wenn dir das Video gefallen hat, gib ihm ein Like und vergiss nicht, Infonium zu abonnieren, damit du in Zukunft keine Folge verpasst. Bis zum nächsten Mal bei Global Asset Kompass.